Sie betreten nun den großen, prunkvollen Rittersaal. An den Wänden hängen viele alte Fahnen und Wappen der edlen Familien. Ein langer Tisch aus Eichenholz steht im Raum. Früher haben die Ritter hier gemeinsam gegessen. Es gab Fleisch und Wein. In einer Ecke steht eine echte Rüstung. Sie glänzt im Licht der tiefen Fenster. Sarah findet sie schwer. Ein großer Kamin aus Stein steht an der Wand. Im Winter brannte dort ein sehr warmes Feuer. Es war damals gemütlich. Lukas schaut sich die Bilder an der Decke an. Sie zeigen Helden und Drachen aus alten Sagen. Die Malerei ist kunstvoll. Man hört das Echo in dem großen Saal. Es klingt fast so, als ob die Ritter noch hier wären heute. Schau mal diese Rüstung an. Sie sieht sehr schwer aus. War es früher hier kalt? Ja, Mauern halten keine Wärme. Der Kamin ist wirklich riesig. Da passt ein ganzer Baum rein. Was bedeuten diese Fahnen dort? Das sind die Familienzeichen. Die Decke ist so hoch. Ja, das ist sehr beeindruckend. Möchtest du ein Ritter sein? Nein, ich mag mein Handy lieber. Lukas und Sarah steigen viele Stufen nach oben. Sie gehen auf den höchsten Turm der Burg. Die Treppe ist schmal. Oben angekommen haben sie einen perfekten Rundblick. Man sieht den Rhein wie ein blaues Band durch das grüne Tal. Kleine Schiffe fahren auf dem Wasser ganz langsam. Die Sonne spiegelt sich hell auf der Oberfläche. Es ist fast windstill. In der Ferne sieht man weitere Burgen stehen. Jeder Berg scheint eine eigene Festung zu haben. Das ist das Rheintal. Sarah genießt die Ruhe hoch oben über allem. Sie atmet tief die frische, saubere Luft ein. Sie fühlt sich frei. Lukas macht ein Panorama mit seinem Smartphone jetzt. Er möchte diesen Moment niemals mehr vergessen, sie's. Die Welt ist wunderschön. Endlich sind wir ganz oben. Ja, die Aussicht ist Wahnsinn. Ich sehe dort eine Fähre. Ja, sie fährt zum Ufer. Ist das dort ein Weinberg? Ja, das gehört zum Kloster. Hier oben weht kein Wind. Das ist heute wirklich Glück. Wie viele Burgen siehst du? Ich zähle schon 4 Stück. Das ist wie im Film. Ja, ein historischer Film. Nach der Burgbesichtigung gehen sie zu einem Winzer. Der Winzer hat einen kleinen, gemütlichen Garten direkt. Dort stehen rustikale Holztische. Lukas möchte gerne den frischen Traubensaft probieren heute. Sarah bestellt ein Glas von dem kühlen Weißwein. Der Wein kommt aus den Weinbergen am Fluss. Der Winzer bringt auch ein bisschen Brot und etwas kräftigen Käse dazu. Alles schmeckt sehr gut nach der langen Wanderung. Der Saft ist süß und riecht nach Sonne. Sarah findet das Aroma vom Wein sehr blumig. Sie unterhalten sich entspannt. Der Winzer erzählt ihnen von der Ernte im letzten Jahr hier oben.
Es gab viel Regen, aber gute, süße Früchte. Lukas genießt die Pause im Schatten eines Baumes. Er fühlt sich sehr wohl in diesem Moment. Das Leben ist einfach. Schmeckt dir dein Traubensaft? Ja, er ist sehr süß. Mein Wein ist sehr frisch. Möchtest du auch etwas Käse? Ja, gerne. Das Brot ist toll. Hat der Winzer viel Arbeit? Ja, Wein ist viel Fleiß. Sollen wir eine Flasche kaufen? Ja, als Geschenk für zu Hause. Gute Idee. Wir fragen ihn. Ich nehme den trockenen Wein. Und ich nehme roten Saft. Am späten Nachmittag gehen sie zum Schiffsanleger hin. Ein großes weißes Dampfschiff kommt gerade am Ufer an mit lautem Signal. Lukas und Sarah steigen auf das große Deck. Das Schiff fährt ruhig mitten auf dem Rhein. Man spürt das Wasser. Die Wellen schlagen sanft gegen die weiße Seite. Andere Touristen sitzen am Tisch und trinken Kaffee. Die Musik spielt leise. Sie fahren an den vielen Felsen und Bogen langsam an der Seite vorbei auf dem Weg. Das Tempo ist entspannt. Man sieht die Loreley nun vom Wasser aus. Der Felsen ist hoch und sehr beeindruckend dunkel. Die Legende wird lebendig. Sarah schließt die Augen und hört dem Motor des Schiffes leise zu. Es ist eine perfekte Reise auf dem Fluss. Jetzt fahren wir endlich Schiff. Das Wasser spritzt ein bisschen. Komm, wir setzen uns nach vorn. Ist das Schiff sehr schnell? Nein, es wird ganz gemütlich. Dort vorne ist der Loreley-Felsen. Er sieht vom Wasser riesig aus. Schau, die Leute winken uns zu. Winken wir doch einfach zurück. Das macht wirklich großen Spaß. Möchtest du ein Eis essen? Ja, Schokolade wäre jetzt super. Die Sonne geht langsam hinter den Bergen unter. Der Himmel färbt sich rosa und helles Orange. Das Wasser reflektiert alles. Lukas und Sarah sitzen am Ufer auf Steinen. Sie schauen den Schiffen bei der Vorbeifahrt zu. Alles wird nun still. In dem kleinen Dorf gehen die Lichter an. Die Fenster leuchten warm hinter den alten Mauern. Ein magischer Abend beginnt. Lukas denkt an die vielen Geschichten vom Rhein. Es war ein Tag voller Wunder und Sagen. Er ist sehr zufrieden. Sarah lächelt und sagt, dass dieser Ort verzaubert. Sie möchten bald wieder hierher kommen im Herbst. Die Koffer sind gepackt. Sie gehen zum Bahnhof für den letzten Zug. Die Sterne funkeln schon über der dunklen Burg. Gute Nacht, schöner Rhein. Der Sonnenuntergang ist so schön. Ja, die Farben sind magisch. Hast du alle Sachen dabei? Ja, mein Rucksack ist fertig. Die Burg leuchtet im Dunkeln. Das sieht aus wie Gold. Ich möchte noch nicht gehen. Wir kommen bald wieder her. Versprochen? Das wäre wirklich toll. Ja, versprochen.
Nächstes Jahr wieder. Hier kommt unser Zug an. Schnell, wir müssen jetzt einsteigen.